Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Kennst du dieses Gefühl? Du liegst im Bett, die Augen sind geschlossen, aber dein Kopf ist noch wach. Gedanken kommen und gehen, ein Gespräch von heute, eine Aufgabe von morgen, eine kleine Sorge, die plötzlich groß wird. Du drehst dich von einer Seite auf die andere. Und irgendwann schaust du auf die Uhr. Schon wieder viel zu spät. Am nächsten Morgen klingelt der Wecker. Der Körper ist schwer, der Kopf fühlt sich langsam an. Und du sagst dir, nur heute bin ich müde. Heute schaffe ich das schon. Aber was viele nicht merken, wenn wir zu oft schlecht schlafen, verändert sich unser Leben Schritt für Schritt. Schlaf ist nicht einfach nur Ruhe. Schlaf ist Reparatur. Schlaf ist Wiederaufbau. Während wir schlafen, arbeitet der Körper leise weiter. Die Muskeln entspannen sich. Das Herz schlägt ruhiger. Die Atmung wird gleichmäßig. Und im Gehirn passiert etwas Faszinierendes. Unser Gehirn sortiert den Tag. Erinnerungen werden gespeichert. Unwichtige Informationen werden gelöscht. Gefühle werden verarbeitet. Deshalb fühlen wir uns nach gutem Schlaf klarer, stabiler, ausgeglichener. Schlaf ist wie ein innerer Reset-Knopf. Wenn Schlaf fehlt, merkt man zuerst nur Kleinigkeiten. Du suchst nach einfachen Wörtern. Du liest einen Text zweimal. Du vergisst, warum du in einen Raum gegangen bist. Aber mit der Zeit wird es mehr. Du wirst schneller gereizt. Kleine Probleme fühlen sich größer an. Deine Geduld wird kürzer. Das liegt daran, dass das Gehirn keine Pause bekommen hat. Es funktioniert, aber nur im Sparmodus. Viele Menschen glauben, ich habe mich an wenig Schlaf gewöhnt. Aber das stimmt nicht. Der Körper gewöhnt sich nicht. Er kompensiert nur. Und das kostet Energie. Schlaf beeinflusst nicht nur deinen Kopf. Er beeinflusst deine Gefühle. Ohne genug Schlaf reagierst du stärker. Du denkst negativer. Du fühlst dich schneller überfordert. Vielleicht kennst du Tage, an denen alles zu viel ist. Ein kleines Problem wird plötzlich riesig. Ein normales Gespräch wird anstrengend. Das ist kein Zufall. Das ist dein Gehirn, das müde ist. Wenn wir zu wenig schlafen, produziert der Körper mehr Stresshormone. Der Puls bleibt höher, der Blutdruck steigt. Der Körper bleibt in Alarmbereitschaft. Auf Dauer schwächt das Immunsystem. Man wird schneller krank, Erkältungen dauern länger, die Erholung dauert länger. Schlaf ist also kein Luxus. Schlaf ist täglicher Schutz. Ein interessanter Punkt. Schlaf beeinflusst unsere Entscheidungen. Wenn wir müde sind, denken wir langsamer. Wir reagieren später. Wir machen mehr Fehler. Beim Autofahren, bei der Arbeit, in Gesprächen. Müdigkeit fühlt sich oft normal an, aber sie reduziert unsere Aufmerksamkeit stark. Und trotzdem sagen viele, ich habe keine Zeit für Schlaf. Unsere Welt ist schnell. Arbeit, Nachrichten, Social Media, Serien, der Tag ist voll. Und oft ist Schlaf das Erste, was wir kürzen. Aber Schlaf ist keine verlorene Zeit. Schlaf ist Energie. Ohne diese Energie wird alles schwerer. Du arbeitest langsamer. Du brauchst länger für einfache Aufgaben. Du bist weniger kreativ, weniger konzentriert. Schlaf beeinflusst auch deine Beziehungen. Wenn du ausgeruht bist, du hast mehr Geduld. Du kannst besser zuhören. Du bleibst ruhiger in Konflikten. Wenn du müde bist, du reagierst schneller emotional. Du interpretierst Dinge negativer. Manchmal entstehen Konflikte nicht wegen des Problems, sondern wegen Erschöpfung. Vielleicht hast du das schon erlebt. Du gehst mit einem Problem ins Bett und am nächsten Morgen hast du plötzlich eine Lösung. Das ist kein Zufall. Während wir schlafen, verbindet das Gehirn Informationen. Es arbeitet im Hintergrund. Schlaf hilft uns beim Denken. Viele Menschen überdecken Müdigkeit mit Kaffee.
Sie ignorieren Erschöpfung. Nur noch ein bisschen. Nur noch diese Serie. Nur noch eine Stunde. Aber der Körper merkt sich alles. Wenn wir ihm regelmäßig zu wenig Ruhe geben, reagiert er irgendwann. Mit ständiger Müdigkeit. Mit Konzentrationsproblemen. Mit innerer Unruhe. Man braucht keine Perfektion. Manchmal helfen kleine Schritte. Ein fester Schlafrhythmus. Weniger Bildschirm am Abend. Ein ruhiger Moment vor dem Schlafen. Ein dunkler Raum. Eine bewusste Pause. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, dem Körper jeden Tag eine Chance zur Erholung zu geben. Vielleicht stellst du dir heute eine einfache Frage. Wie fühle ich mich morgens wirklich? Frisch und klar oder müde und schwer? Unser Körper spricht mit uns. Wir müssen nur lernen zuzuhören. Bevor wir diese Folge beenden, möchte ich dich etwas fragen. Wann hast du das letzte Mal wirklich gut geschlafen? Nicht nur lange, sondern tief, ruhig, erholsam. Vielleicht musst du kurz überlegen. Und jetzt eine zweite Frage. Wie hat sich dein Tag danach angefühlt? Warst du klarer im Kopf, geduldiger mit anderen, motivierter? Manchmal merken wir erst im Vergleich, wie stark Schlaf unser Leben beeinflusst. Mach einmal kurz mit. Wenn du gerade nicht Auto fährst, schließe für einen Moment die Augen. Atme tief ein und langsam wieder aus. Spüre deinen Körper. Fühlst du Spannung? Vielleicht in den Schultern, im Nacken, im Gesicht? Oft tragen wir Müdigkeit wie ein unsichtbares Gewicht mit uns herum. Wir gewöhnen uns daran und irgendwann glauben wir, das sei normal. Aber dauerhafte Erschöpfung ist kein Normalzustand. Sie ist ein Signal. Vielleicht sagst du dir, ich kann gerade nicht mehr schlafen. Ich habe zu viel zu tun. Dann stell dir eine andere Frage. Was würde passieren, wenn du morgen mit 20% mehr Energie aufwachst? Wärst du produktiver? Würdest du schneller arbeiten? Weniger Fehler machen? Manchmal denken wir, dass wir Zeit sparen, wenn wir weniger schlafen. In Wirklichkeit verlieren wir oft Zeit durch Müdigkeit. Ein kleiner Gedanke zum Schluss. Schlaf ist Vertrauen. Vertrauen, dass die Welt sich auch weiter dreht, wenn wir loslassen. Vertrauen, dass wir nicht alles kontrollieren müssen. Vielleicht ist genau das für viele Menschen schwierig. Nicht der Schlaf selbst, sondern das Abschalten. Wenn dein Kopf abends aktiv bleibt, frag dich, was beschäftigt mich wirklich? Gibt es etwas, das ich nicht loslasse? Manchmal hilft es, Gedanken aufzuschreiben. Ein Notizbuch neben dem Bett. Alles raus aus dem Kopf, rein aufs Papier. So gibst du deinem Gehirn die Erlaubnis, für heute fertig zu sein. Und jetzt noch eine letzte kleine Aufgabe für dich. Heute Abend lege dein Handy 30 Minuten früher weg als sonst. Kein Scrollen, keine Nachrichten, keine Videos, nur Ruhe. Vielleicht ein leises Licht, vielleicht ein paar Seiten in einem Buch, vielleicht einfach Stille. Beobachte morgen, wie du dich fühlst. Nicht perfekt, nur ein kleiner Schritt. Denn Veränderung beginnt selten mit großen Entscheidungen. Sie beginnt mit kleinen Gewohnheiten. Wenn du möchtest, schreib mir in die Kommentare, wie viele Stunden schläfst du durchschnittlich? Und fühlst du dich morgens erholt? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Bevor wir ganz abschließen, machen wir einen kleinen Selbstcheck. Hol dir im Kopf einfach deine Antworten. Sei ehrlich, nur für dich. Frage 1. Wie viele Stunden schläfst du durchschnittlich pro Nacht? A. Weniger als 6 Stunden. B. 6 bis 7 Stunden. C. 7 bis 8 Stunden. D. Mehr als 8 Stunden. Die meisten Erwachsenen brauchen zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf. Wenn du regelmäßig unter 6 Stunden schläfst, arbeitet dein Körper wahrscheinlich im Energiesparmodus. Frage 2. Wie fühlst du dich morgens meistens?
A. Müde und schwer. B. Ich brauche lange, um wach zu werden. C. Neutral, weder fit noch müde. D. Frisch und klar. Wenn deine Antwort A oder B war, dann bekommt dein Körper vermutlich nicht genug Erholung oder dein Schlaf ist nicht tief genug. Frage 3. Was machst du in der letzten Stunde vor dem Schlafen? A. Ich scrolle am Handy. B. Ich arbeite noch. C. Ich schaue Serien. D. Ich entspanne bewusst ohne Bildschirm. Bildschirmlicht hemmt die Produktion von Melatonin, dem Hormon, das uns müde macht. Vielleicht kennst du das Gefühl. Du bist müde, aber nach 30 Minuten Handy plötzlich wieder wach. Wenn du bei mehreren Fragen A oder B gewählt hast, könnte dein Körper dir ein Signal senden. Nicht dramatisch, aber wichtig. Vielleicht braucht er nicht mehr Disziplin, sondern mehr Ruhe. Wenn dein Körper sprechen könnte, was würde er dir heute sagen? Ich brauche mehr Pausen. Ich brauche weniger Druck. Ich brauche früher Schlaf. Oder vielleicht einfach, hör mir zu. Schlaf ist kein Zeichen von Schwäche. Er ist ein Zeichen von Selbstfürsorge. Vielleicht beginnt Veränderung nicht morgen, vielleicht beginnt sie heute Abend. Danke, dass du diesen kleinen Selbsttest mitgemacht hast. Wenn du möchtest, schreib in die Kommentare nur ein Wort: Energie oder Müdigkeit. Und wir sprechen in der nächsten Folge darüber, wie man seinen Schlaf konkret verbessern kann. Bis bald und schlaf gut.